Willkommen zurück zu einem Update-Video. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode, Erklärvideo, Regeln, Tutorial, wie es funktioniert, verlinke ich euch wieder ans Ende des Videos. Gut, dann springen wir mal rein in AMC. Gut, und wie wir das heute machen werden. Wir werden natürlich heute über AMC reden, ja, hat sich ja was bewegt. Ich werde allerdings zu AMC auch GameStop dazugeben, weil auch GameStop hat sich heute bewegt und wie gesagt, entweder wir sind gesynkt oder nicht, ja, also fügen wir alles hinzu. Bevor wir damit anfangen, eine Sache nur, weil ich heute, glaube ich, sechsmal die Frage bekommen habe, ähm, warum hat heute Punkt, 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 ja, nicht über GameStop geredet? Ohne viel drumherum, Tam, 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 Tam. Erstens glaube ich, es passt nicht in sein Tracking, das GameStop das heute gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen, Leute, das müsst ihr ihn fragen. Wir werden heute über GameStop reden. Ja? Warum er es nicht gemacht hat, man kann sich seinen Teil denken. Gut, na dann springen wir mal rein. Gut, und wir haben unsere Gogo-Line heute gebrochen und das war genau bei 3,04 $. Wir sind wieder runtergekommen. Ja? Wir hatten heute keinen Squeeze. Ähm, Jetzt muss man dazu sagen, die letzten 6 Jahre war es immer so, dass die großen Moves entweder Freitag oder Montag passiert sind. Gut, wir hatten zwar einen Move, aber klarerweise keinen Squeeze-Move heute. Gut, also fürs bullische Tracking werden wir wahrscheinlich den Rest der Woche langsam hier nach oben rennen. Ja. Wir hätten zwar morgen, ja, weil wenn man einen starken Move am Montag hat, hat man noch vielleicht eine kleine Chance am Dienstag. Die Sache ist nur, wir haben halt heute 1% gemacht. Das ist kein starker Move. Ich muss also davon ausgehen eigentlich, wir hatten unsere Chance heute. Wir haben sie nicht genutzt. Deswegen werden wir den Rest der Woche für den bullischen Fall langsam abtrenden. Nächste Chance ist entweder Freitag oder nächster Montag wieder. Ja? Wenn wir uns jetzt anschauen für die bullische Variante, weil ich habe ja gesagt, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir brechen 3 und gappen. Wenn nicht, dann machen wir das halt ohne Gaps normal stark nach oben. Ja? Was wäre die vergleichbare Landmark, wenn wir noch immer 2021 tracken? Hier, nur um das mal wieder klarzustellen, linke Seite einstündiger Chart von heute, rechte Seite auch einstündiger Chart, allerdings vom 5. Jänner bis zum 19. Jänner 2021. Und solange ich nichts anderes sehe, bin ich noch immer der Meinung, wir sind gerade im Jänner, den 15. Ja? Und um das genau zu sagen, wir hätten hier unser C, das wäre unser B, das wäre das. Wir haben nicht das Higher Low gemacht, ja? Genauso wie damals im Mai 2026. Ja? So, AMC macht anscheinend dieses Jahr ein bisschen was anderes. Man muss allerdings auch sagen, wir haben alle EMAs hier. Ja? Wenn wir hier dieses HLO gemacht haben, wären wir unter den EMAs. Wäre nicht so ein gutes Zeichen. Also man könnte sagen, wegen den EMAs sind wir einfach nur in einem Uptrend. Aber wo wir halt jetzt genau wären, ja, wenn das Tracking noch immer stimmt, das hier wäre unsere 3-Dollar-Linie. Und die haben wir heute ganz leicht gebrochen. Meiner Meinung nach, ja, wären wir also jetzt hier in der ersten Candle, der 15. Jänner. Ihr seht, wenn wir hier nah ranzoomen, ja, wir brechen ganz leicht über dieses Level, bekommen wieder einen Pullback, der uns wieder unter das Level schiebt. Ja. Jetzt ist nur die einzige Frage. Das hier damals, ja, hier nach hier, das waren 5 Stunden. Man muss allerdings auch dazu sagen, erstens, man sollte es nicht machen, aber man muss auch dazu sagen, das hier waren nur 10 Tage. Wir sind mittlerweile aber schon im 128. Tag. Das bedeutet, egal wie man das jetzt vergleicht, das werden nicht 5 Stunden sein. Sage ich auch gleich dazu. Ja. Die einzige Frage dazu ist halt, wie lange wird dieser Scheiß jetzt dauern? Ja. Wie viel Volumen kriegen wir rein? Ja. Wird das eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen dauern? Oder wird das Ganze nur bis Freitag dauern? Machen wir das überhaupt? Ja. Wir können einfach nur auf Landmarks warten. Ja.
Ich würde aber trotzdem davon ausgehen, dass wir irgendeine Art und Weise diesen Bullshit hier machen werden. Ja? Was würde das bedeuten? Wir wären wahrscheinlich relativ rangebound. Irgendwo in diesem Bereich. Das bedeutet 160, 200, 2,60 bis, ich würde allerdings auch wirklich dazu sagen, $4. Ja? Ist wirklich nur Pi mal Daumen. Irgendwo in diesem Bereich sollten wir uns in nächster Zeit bewegen. Ja? Ich würde annehmen, dass die nächste Kerze wird einfach sowas gar nichts sein. Ja? Dann sollten wir hinaufbrechen, dann wird wieder jeder schreien, Squeeze. Ja? Und dann würden wir aber wahrscheinlich noch einmal ein bisschen tiefer zu dem Punkt fallen, wo wir jetzt gerade sind. Einfach nur, wenn man sich das 1:1 anschaut. Ja? Und das hier, diese Chance hätten wir wieder freitags, montags. Mit meinen Regeln, ja, wenn wir nicht sagen, wir tracken nach, es schaut so aus. Wir sollten eigentlich, wir haben die 3-Dollar-Grenze gebrochen, einfach stetig weiter raufgehen. Somit kommen wir auch gleich zu den Levels, bevor wir hier noch weitergehen. Im Prinzip nach oben gibt es keinen Deckel. Ja. Nach unten gibt es einen Deckel. Ja. Egal, was wir machen, 2,12 ist zu niedrig. Ja. Wenn wir 2,12 machen, kommen wir zur Alternative. Ja, das kommen wir gleich dazu. Für die bullische Variante ist 2,12 zu niedrig. Also sollten wir das gefälligst nicht tun. Wie auch in den letzten Videos gesagt, es stellt sich die Frage, erstens, wie lange dauert der 15. Jänner jetzt? Ja, diese 5 Stunden damals. Und die nächste Frage ist, gappen wir hier und machen unseren entweder ersten Part Squeeze oder gappen zu Allzeithoch, oder müssen wir noch immer den 20. bis 22. Jänner machen. Ja? Das wird zumindest kann euch das nicht sagen. Andere werden sagen, 100%ig One Part Squeeze up hinauf. Ich kann es euch nicht sagen. Ja? Das Einzige, was das bestätigen kann, ist ein Gap über $13. Andernfalls, wenn wir nur einen kleinen Gap machen, hier raufrennen und irgendwo bei 7, $9 rejecten, ist es doch sehr wahrscheinlich, dass wir das nochmal ausspielen. Zeitlich gesehen sage ich es noch einmal, wenn wir das hier machen, dann wird das wahrscheinlich bis Jänner 2027 dauern. Also dieser Pullback, weil auch das hier ewig gedauert hat. Ja, müssen wir schauen. Das ist auch der Grund, warum ich heute, ja, auch geschrieben habe in den Kommentaren, und bitte, das ist wirklich kein finanzieller Advice. Ich habe erstens ein bisschen Profit genommen bei Open, bei meinen August-Kontrakten. Die Aktien habe ich nicht angerührt, aber bei meinen August-Kontrakten. Und ich besitze keine August-Kontrakte mehr. Ich habe sie in Dezember rübergerollt. Warum? Weil wir heute unsere Chance hatten. Wir haben sie allerdings nicht genutzt. Und das Hauptproblem ist jetzt, ich sage jetzt nicht, dass auch die August 21 Kontrakte tot sind. Es ist nur wirklich mein eigenes Risk Management. Ich halte nichts über, wie sage ich das jetzt, 3 Wochen bis zur Expiration. Also wenn ich die Woche 3 erreiche, wenn ich nur noch 3 Wochen habe, bevor sie futsch sind, dann gehe ich raus. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt nicht nächste Woche oder übernächste Woche was Verrücktes sehen könnten. Ja. Wenn es gut ausschaut, werde ich mir vielleicht wieder ein paar YOLOs für August kaufen. Aber es läuft die Zeit weg für diese Kontrakte. Und vor allem für Max Strikes ist dann das Problem, dass die extrem runterfallen werden, wenn nur noch 2 Wochen sind. Und in der letzten Woche werdet ihr sie nicht mehr loswerden. Außer wir squeezen natürlich. Deswegen. Ja? Nicht, weil ich glaube, es dauert bis Dezember, sondern es ist einfach nur mein eigenes Risk Management. Gut, das war jetzt die bullische Variante. Die bärische Alternative. Und ich muss es wirklich dazu sagen. Erstens, ich habe gesagt, das Allzeitlow
ist für mich vom Tisch, wenn wir $3 brechen. Stimmt, ist es für mich, um das eindeutig klarzustellen. Aber wie ich immer bei diesem Channel auch gesagt habe, ich werde versuchen, bei jedem eins, egal wie bullish es ist, eine Alternative zu finden. Ja, einfach nur, damit wir vorbereitet sind. Die bärische Alternative ist, wir brechen hier runter. Das ist die bärische Alternative. Wir brechen $2,12. Wo wären wir, wenn wir das machen? Naja, in dem Fall wäre das hier unser Peak. Ja, das hier am 24. November 2020. Das wäre der Peak. Ich meine, für den Fall könnten wir noch ein bisschen weiter hinaufgehen, aber im Großen und Ganzen wäre es das. Wir würden dann runterfallen, das seht ihr hier, wir würden runterfallen. Meiner Meinung nach ist die Bestätigung, wenn wir 2,12 brechen. Wir würden wieder raufkommen, ja, wir würden raufkommen, aber dann wäre die absolute Bestätigung, dass diese bärische Variante eintritt, wenn wir hier ein Lower High machen. Genauso wie hier. Und dann bleibt an der bärischen Variante halt nichts anderes als den Rest des Jahres bis Dezember fallen wir auf ein neues Allzeitlow. Hat sich nichts geändert. Ich gehe nicht davon aus, ja, aber wie gesagt, wir brauchen immer eine Alternative. Weil, wie gesagt, ich kann mich auch irren. Und ich habe es eigentlich immer so gehalten, dass wurscht wie bullish oder wurscht wie bärisch etwas ist, dass wir immer eine Alternative haben. So, die Sache mit GameStop. Ja, wir haben das Problem für GameStop, bevor wir nämlich ins Tracking von GameStop gehen. Ja, weil ich werde das nicht so vermischen, aber weshalb diese bärische Variante überhaupt noch irgendwie da ist. Das Problem heute von GameStop ist, für meine älteren Zuschauer, ihr wisst es ja schon, $20 war unsere Nono-Linie und das hier, ja, die hier, 1961, war die, wir dürfen diese Linie nicht brechen. Die No-No-Line. Und GameStop hat das heute gemacht. Scheiße. Ich meine, ich habe keine Position in GameStop, ja. Aber trotzdem, scheiße. Jetzt stellt sich die Frage, bevor wir ins Tracking von GameStop gehen. Sind die zwei noch immer gesynkt oder nicht? Weil ich habe immer gesagt, GameStop wird uns die erste Antwort geben. Wenn diese zwei, AMC und GameStop, noch immer gesynkt sind, wie die letzten 6 Jahre, dann war's das. Ganz ehrlich, dann war's das für 2026. Werdet ihr bei GameStop noch sehen. Da gibt es auch eine bullische Alternative, aber das Haupttracking wäre bearish bei GameStop. Das würde aber auch bedeuten bei EMC, dass das wahrscheinlich langsam ein Peak wird und den Rest des Jahres knallen wir hinunter. Macht für EMC fundamental keinen Sinn, ja? Aber wenn die zwei noch immer gesynkt sind, hat uns GameStop heute eine Ansage gemacht. Jetzt gibt es noch zwei verschiedene Varianten. Erstens, AMC und GameStop sind seit 2021 gesynkt, nicht davor. Ja? Das heißt, es gibt keinen Beweis dafür, dass sie es noch immer sind. Sage ich wirklich eindeutig dazu. Wir haben keinen Beweis, dass sie sind, wir haben auch keinen Beweis, dass sie sind, noch nicht mehr sind. Bis jetzt. Ich würde mich also eher darauf konzentrieren, was AMC macht. Ja? Unabhängig von GameStop. Das wäre halt der Fall, wenn sie nicht mehr gesynkt sind. Und dann gibt es noch die dritte. GameStop macht immer einen Ein-Part-Squeeze. EMC hat 2021 einen Zwei-Part-Squeeze gemacht. Das bedeutet, ich könnte es wirklich sehen, dass selbst wenn GameStop jetzt bearish bleibt und weiter fällt, dass EMC in der Zeit jetzt seinen ersten Part-Squeeze macht. Ja? Die Levels dazu sind im großen Roadmap-Video am Ende des Videos. In der Zeit, wo AMC das macht, macht GameStop seinen Fall. Dazu kommen wir gleich. Und das sollte allerdings jetzt relativ zügig passieren, sage ich auch dazu. Und den Rest des Jahres, das bedeutet bis Jänner,
macht AMC seinen Pullback. In der Zeit würde sich GameStop von seinem Low erholen, würde in seinen Uptrend gehen. Sagen wir das kurz. Nein, das war 2024 hier. Würde in seinen Uptrend gehen, sein Higher Low machen und in seinen Uptrend gehen. Und im Jänner 2027 bis Mai 2027 wäre AMC dann auch fertig. GameStop macht seinen Ein-Part-Squeeze und AMC macht seinen zweiten Part. Und in dem Fall wären beide wieder gesund. Aber wie gesagt, es ist nur eine Theorie. Das Einzige, was uns irgendwie eine Bestätigung gibt, ist Price Action Levels. Ja? Gut, dann springen wir mal rein in GameStop selbst. Und wie gesagt, GameStop hätte das nicht brechen dürfen. Allerdings muss ich ja dazu sagen, wir haben ja nicht so oft GameStop getrackt, aber wir haben es halt in letzter Zeit dieses Micro-Tracking gecheckt. Es war halt sehr präsent, dass wir das machen könnten. In dem Fall war das halt unser kleines C, unser Lower High. M, und dieses M war halt nie fertig. Ja? In dem Fall T könnte irgendwo hier drin sein. Oder wir müssen T noch machen, dazu kommen wir gleich. Ja? Aber ich sag halt nur dazu, weil ich habe das ja sehr oft in der Vergangenheit gehört, auch als Vorwurf, ich bin ein Idiot. Sie, also wer auch immer, ja, lassen GameStop nie unter 20 $ fallen. Erstens, sie haben so viel Geld auf der Kante und zweitens würde GameStop sofort einen Buyback machen und den kompletten Float kaufen und so was auch immer. Es wird also nie passieren, dass GameStop unter 20 $ fällt. Okay, somit wäre das jetzt endgültig vom Tisch, würde ich sagen. Nächste Sache. Wir haben jetzt mehrere Varianten. Wir werden mit der absolut bärischen anfangen und auch da werde ich wieder Hass bekommen und werde bekommen, das ist nicht möglich. Aber okay. Die absolut bärische Variante, ja, ist und bleibt. Ihr müsst euch das so vorstellen. Der Squeeze 2021, das war unser A. Wunderschöner 618 FIB Pullback. Und was wir 2024 bis heute machen, ist das Higher Low von diesem A. Aber, wie ich schon in vorherigen Videos gezeigt habe, ist dieses Higher Low nicht fertig. Weil, wie enden unsere Higher Lows? Sie enden immer in einem V under A. Da kommen wir gleich dazu. Das Problem, was GameStop meiner Meinung nach jetzt hat. Wir hatten hier unser C, unser Hoch, dann ein Lower High. Hier hat unser M gestartet. Dieses M wurde nie fertiggestellt, weil um ein M oder einen Buchstaben zu beenden, müssen wir dort drunter fallen, wo es begonnen hat. Das bedeutet, das ganze Ding hier ist M. Und wir sind nie drunter gefallen. Nie. Ja. Deswegen, für meine Hauptversion, ist das unser Ziel. 1758. Wir müssen auf jeden Fall noch hier drunter. Ja? Die absolut bärische Variante wäre das Problem nämlich, das wäre erst M. Wir sollten also hier irgendwo runterfallen, 16, 17. Wir sollten hier bouncen, würden raufkommen, jeder wird schreien, Squeeze. Nur wird das hier erst unser T sein. Und dann kommt der Punkt, wo wir wirklich hinunter müssen. Und das wäre 1363. Weil das ist unser V under A. Da müssen wir drunter. Das wäre das absolut perfekte. Wir spielen nach allen Regeln, bla bla bla. Ja? Und für Zeit, naja, das hier wird Oktober, November, Dezember sein. Ende des Jahres. So lange wird dieser Scheiß dauern. Und um das auch noch mit irgendwelchen News zusammenzuhängen, ganz ehrlich, ich glaube schon, dass GameStop ein Monster ist. Und vielleicht geht dieser eBay-Deal auch durch. Trotzdem, sowas dauert.
Ja, und 6 Monate von jetzt an bis Jänner 2027 ist schon verdammt kurz für so einen Riesen-Merger. Ich sag's nur. Ja. Somit, das wäre das Hauptchecking. Jetzt hat allerdings GameStop die Eigenschaft, ja, dass es manchmal, und wie gesagt, ist mir noch nie untergekommen sonst bei jeglicher anderen Aktien, auf dieses T scheißt. Ja. Deswegen für mich zumindest, ich will auf jeden Fall unter 17. Ob wir dann noch das T brauchen oder nicht, sei dahingestellt. Aber für die nähere Zukunft bin ich noch immer der Meinung, wir brauchen das 17. Und wenn wir uns jetzt das hier auch noch anschauen, glaube ich, dass das schon war. Ja? Wenn wir jetzt auf den 5-Minuten-Chart gehen, was sehen wir? Ich meine, das hier ist ein bisschen niedriger als das hier, aber das hier ist ein doppelter Boden. Und wir haben das schon bei AMC gesehen. Ihr könnt es auch gerne nachkontrollieren. Jedes Mal, wenn GameStop eine V gemacht hat, gab es keinen doppelten Boden. Das ist nicht das Low. Wir werden also noch weiter runterfallen. Meiner Meinung nach. Könnte falsch liegen. Und deswegen muss ich ehrlich dazu sagen, ich hoffe, die zwei sind nicht mehr gesynkt. Ja? Noch eine Sache wegen dem Share Buyback. Ja? Sie haben ja für bis 2029, ich weiß nicht mehr, was es genau war, waren es jetzt 2,5, 2,9 Billionen bereitgestellt für ein Share Buyback. Für die fundamentalen News, die mich nicht interessieren. Glaubt ihr wirklich, er wird jetzt, nachdem er heute das angekündigt hat, ja, und Chemie runtergeneigt ist, dass er jetzt nachkaufen wird? So ganz blöd ist er jetzt, glaube ich, auch nicht. Ja. Er wird nachkaufen. Er hat es ja sogar angekündigt und es steht ja auch in den Files drin. Ja. Und vielleicht wird das auch sozusagen der Katalysator sein für den Squeeze. Aber jetzt glaube ich noch nicht. Ja. Und wenn ihr eine Makroposition sehen wollt oder wenn ihr wissen wollt, wie das so ungefähr ausschaut, wir sind jetzt, glaube ich, wir sind in diesem Knife. Wir werden hier einen Bounce sehen. Ja. Wie ihr seht, soll man dann raufkommen und dann ein neues Low machen. Ja. Oder wenn wir uns 2024 anschauen, ja, dann wären wir jetzt wahrscheinlich gerade in diesem Knife hier. Bis hier nach unten. Oder wenn wir uns 2021 anschauen, mit dem wir ja auch AMC vergleichen, ja, dann haben wir hier nur zwei Möglichkeiten. Im besten Fall wären wir hier. Ja, weil das wäre zeitlich gesehen das Schnellste. Ja. Und mit hier meine ich den Juli, den 20. Juli 2020. Ja. Aber auch hier muss man dazu sagen, braucht man ein neues Low. Ja. Also 17 oder 13. Ja. Im schlechtesten Fall sind wir gerade erst irgendwo hier. Warum schlechtester Fall? Weil wie sollten wir trotzdem finden? Die Levels bleiben da ziemlich das gleiche. Schlechtester Fall, weil wir erst das hier machen müssen. Ja. Aber man muss ehrlich dazu sagen, Leute, also zumindest bewegt sich GameStop endlich. Ja. Das war ja grauenhaft. Ja. Im Prinzip seit 2024 sind wir range-bound. Ja. Somit grauenhaft. Aber zumindest haben wir endlich was bekommen. Zwar das, was die Leute nicht wollten, aber deswegen haben wir Alternativen. Allerdings, noch einmal, No-No-Lines brechen ist nicht bullish. Ja? Und diese zwei Levels habe ich euch, glaube ich, seit Monaten präsentiert. Die einzige Frage ist jetzt, brauchen wir das T oder nicht? Wenn wir das T brauchen, ja, dann werden wir wirklich noch tiefer gehen. Und dann ist die Frage, ist GameStop mit AMC noch immer gesynkt oder nicht? Werden wir sehen. Jetzt zu etwas hoffentlich positiveren, nämlich Beyond. Gut. Und bei Beyond werden wir jetzt heute nicht noch einmal über das komplette Tracking drüber gehen.
Die Sache ist nur die, es hat sich nicht viel geändert, außer dass wir einen bis jetzt relativ guten Bounce hinlegen. Aber das Einzige, was bleibt, ist noch immer, erstens, wir haben diese Woche Earnings. Und zwar am Mittwoch. Ja, Mittwoch After Hours. Die einzige Aufgabe, ich meine, okay, Squeeze, ja. Aber die einzige Aufgabe, die Beyond machen muss, ist, wir müssen über 50 Cent bleiben. Ja, ich mache das extrem einfach für Beyond, ja, damit Beyond es auch wirklich kapiert. Ähm, Es muss über 50 Cent bleiben. Es muss über dem Low von Oktober bleiben. Dann haben wir eine Chance. Und zwar eine recht gute sogar. Dazu kommen wir auch gleich dazu. Ähm, Beyond hat auch dieses kleine Thema, die großen Moves kommen Freitag und montags. Somit, ich wäre schon zufrieden, wenn wir bei den Earnings nicht kneifen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Was könnten wir erwarten? Wenn wir uns das Micro-Tracking anschauen, dann haben wir hier unser V, hoffentlich, ja, und zwar bei 52 Cent. Dann haben wir hier ein wunderschönes Higher Low gemacht, wenn wir uns hier die Fips anschauen, von hier nach hier. Wunderschön under der 786. Sind draufgegangen, sind ausgebrochen, zu dem kommen wir auch gleich dazu. Das war ein wunderschöner 0,5 Pullback. Haben das kleine A hier wieder gebrochen, sind hier auf dem B. Wenn wir es jetzt 1:1 nehmen, ja, könnte es sein, weil ihr seht ja hier diese zwei Kerzen hier, dass mir würde das sogar gefallen, wenn wir in die Earnings fallen. Ihr kennt mich, ich halte nichts davon, in die Earnings zu rennen. Ist nicht hundertprozentig oder sowas, aber mir gefällt es besser, wenn wir in die Earnings fallen. Auf der 0,5, auf der 0,618, ja, irgendwas zwischen 59 und 58 Cent. In die Earnings fallen und dann ole, ja. Aber, ja, dieser kleine Pullback, wir reden hier vom Micro-Tracking, wäre auch okay. Können wir uns jetzt dann gleich noch anschauen, was wir im Oktober gemacht haben. Bestätigung, wie immer, ist natürlich alles über 80 Cent. Ja, das hier wäre extrem bullish. Ich muss auch dazu sagen, wenn wir bearish sind, also wenn wir annehmen, nee, dieses Ding wird Allzeitlow brechen, dann glaube ich, werden wir nicht einmal zu 80 Cent raufkommen. Ja, dieses zu 80 Cent rauflaufen ist eigentlich nur für die bullische Variante reserviert. Ja. Wenn wir bearish sind, dann kommen wir hier nicht einmal rauf, meiner Meinung nach. Aber für Levels, alles über 80, super. Ja. Die einzige Frage stellt sich nur, machen wir ein A, ein B, C und so weiter und so fort? Oder machen wir eine Explosion? Dazu kommen wir auch gleich. Bestätigung könnte man sagen. Ja, wenn ihr euch diese Trendlinie anschaut, vom Oktober hoch, mit dem Touchpoint im April 2026 und den vielen kleinen Touchpoints, dann hatten wir heute einen kleinen Ausbruch. Das bestätigt noch nichts wirklich, allerdings das könnte schon was Kleines sein. Wenn wir uns jetzt allerdings Oktober anschauen, also der letzte große Run, was haben wir da damals gemacht? Wir haben ein V gemacht, wir haben ein Higher Low gemacht, auch hier. Wunderschönes 786. Dann sind wir raufgelaufen zu unserem A, haben hier ein Zwischending zwischen der 0,5 und der 618 Pullback gemacht. Und dann sind wir ausgebrochen. Jetzt könnte man noch sagen, ja, dass das hier noch unser kleines B war. Ja, wenn das hier unser kleines A war. Da sind wir aber schon nicht mehr zu 0,5 runtergekommen. Ja. Was ist danach passiert? Ja, danach kam der Oktober. Ja. Also, vielleicht, wenn wir bullish sind, brauchen wir noch diesen kleinsten Pullback oder der ist schon fertig. Sage ich auch dazu. Und ab geht's. Welche News auch immer. Ja.
Eins sei auch absolut klargestellt, ja, normalerweise, und dafür haben wir ja auch die Vergangenheit, ja. Wenn Beyond mit einem Pullback fertig ist, ja, das seht ihr hier, das seht ihr hier, das seht ihr hier, ein bisschen langsamer hier, hier und hier. Jedes Mal, wenn Beyond mit einem Pullback fertig ist, wird es eigentlich brutal. Und zwar nach oben. Ja. Und in Sachen Makroposition, also nicht Makroposition, Makro-Movement, wenn wir bullish sind, wenn 51 Cent das Low war, dann ist unser Makro Higher Low fertig. Ende. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt unser A. Ja, unser Makro A. Nicht mehr diese kleinen Bullshit-Buchstaben. Nein, unser Makro A. Das Makro A, was hier gewesen wäre, wenn Beyond früher schon getradet hätte. Ja. Und wo ist unser A immer? Unser A ist immer zwischen T und M. Und in dem Fall ist unser Ziel irgendwas über 15, unter 45. Ja. Und wenn wir einen Ausbruch haben, genauso wie im Oktober, dann sollte das ein verdammter Squeeze oder sonst was sein. Gleich zur Frage, können wir auch das machen? Jo, ja. Nur fürs Tracking, wenn wir irgendwo unter 44 rejecten, ja, dann wird das hier unser A sein. Und noch einmal, ich sage das auch jedes Mal dazu, eigentlich, ja, wie ihr hier immer gesehen habt, sollte der Uptrend extrem volatil sein. Dieser Pullback wird meiner Meinung nach dauern, weil auch hier haben wir das jedes Mal gesehen. C zum Anfang vom L hat 232 Tage gedauert. Der Pullback vom L bis zum Low hat 483 Tage gedauert. Der Punkt von M bis zum Low von M hat 451 Tage gedauert. T zum Allzeitlow, zum jetzigen, hat 600 Tage gedauert. Und wenn wir jetzt unser V gehabt haben, von unserem Higher Low bis zum Nullpunkt hat 279 Tage gedauert. Also, ich würde davon ausgehen, no financial advice, einfach nur meine Meinung, dieser Pullback wird irgendwas zwischen 200 und 600 Tage dauern. Ja? Nur so zur kleinen Anregung, kein finanzieller Advice natürlich, ob man hier Profit taken sollte. Ja, sage ich nur, falls wir es machen. Somit für die Zusammenfassung. Ich weiß, es ist ziemlich billig und einfach, aber ganz ehrlich, ich freue mich natürlich, wenn wir squeezen, diese Woche oder Freitag, Montag, aber mein Hauptziel für Beyond diese Woche, diese Earnings, ist, wir müssen 50 Cent halten. Das ist das Einzige, was ich sehen will. Ich freue mich natürlich über jeden Uptrend. Ja? Dann machen wir noch ein kleines Update zu DGT. Für DGT hat sich eigentlich noch nicht wirklich viel geändert. Ja? Kurz zum Überblick. Ich bin noch immer der Meinung, wir haben unser Allzeit-Low noch nicht erreicht. Allerdings könnten wir einen guten Run jetzt bekommen. Was meine ich? Wir haben unser Allzeit-Low noch nicht erreicht. Das ist jetzt noch immer mein Haupttracking. Ja? Wir haben unser C schon gemacht, unser Lower High, unser Midpoint. Ich bin noch immer der Meinung, wir haben unser T nicht gemacht. Ja, und wenn wir unser T noch nicht gemacht haben, haben wir unser Allzeitlow auch noch nicht gemacht. Allerdings, ja, sehe ich trotzdem eine gute Chance, dass unser T, ja, unser nächster Run, irgendwo hier bei 34 liegen sollte. Und das ist halt von hier nach da noch immer 248%. Ja, was auch immer für eine News kommen wird. Jetzt haben wir ja in der letzten Zeit darüber geredet, brauchen wir ein Higher Low, bevor wir diesen Run machen oder nicht. Jetzt sind wir ein bisschen höher gelaufen, ja, als meine Levels waren. Allerdings muss man dazu sagen, wenn wir hier ganz genau sind, wir sind über den ersten bullischen Punkt noch nicht drüber. Ja. Der war hier bei 10,55. Wir sind ein bisschen drunter rejected. Ja. Wenn wir das jetzt hier micro tracken,
ja, dann kann das hier schon unser Wie gewesen sein. Ja, dann war das hier wie immer unser klitzekleines Hallo. Dann sind wir raufgegangen. Das hier ist unser kleines A, 0,5 Pullback. Dann sind wir hier wieder raufgegangen, genauso wie bei Beyond zum Beispiel. Haben einen 618 Pullback gemacht. Ich wäre noch immer der Meinung, dass das hier unser B ist, unser kleines. Und auch hier sind wir drüber gegangen und somit sollte das jetzt dann langsam unser Ziel sein. Ja. Wir sind ganz knapp unter der Linie, unter der ersten bullischen Linie rejected, sind runtergefallen, wieder raufgekommen und jetzt ist die Frage, ist das unser Lower High? Ich glaube nämlich schon. Ja. Und in dem Fall hat sich nichts geändert. Ja. Das hier wäre noch immer unser kleines Higher Low, das ganze Ding. Ja. Das wäre schon unser Lower High. In dem Fall sollten wir jetzt hier runterkommen, wieder raufkommen, unser M machen, nochmal runterkommen, T machen. Oder wir machen das in einem Schritt mit einem Knife, warum auch immer. Aber unser Ziel ist noch immer irgendwas bei 7,92. Wir müssen wie an der A. Ja. Hier wissen wir nämlich, wo das A ist. Ja. Wenn man nicht weiß, wo das A ist, nimmt man einfach die 786. Die wäre hier unten bei 67. Auch ziemlich in der Nähe. Wenn wir das machen, wie gesagt, ich habe keine Position, ja. Wenn wir das machen, wäre das für mich in dem Bereich hier, dieser Bereich hier, die perfekte Buy-in-Zone für was Großes. Zu den Levels kommen wir gleich. Ja. Wie immer, auch wenn DGT fertig ist mit seinen Pullbacks, mit seinen Higher Lows vor allem, hier, ist es verdammt vertikal. Auch hier, kleines Higher Low, bisschen langsamer, aber vertikal. Auch hier haben wir kein Higher Low gemacht, wahrscheinlich einen kleinen, aber danach verdammt vertikal. Oder hier, wenn wir ein größeres Higher Low gemacht haben, ja, und dann ein bisschen zur Seite gelaufen sind, verdammt hochgegangen. Verdammt vertikal. Ja, und die IPO braucht man ja nicht drüber reden. Ja. Somit, wenn dieses Higher Low fertig ist, ja, wäre es, kein finanzieller Advice, ein guter Buy-in, weil unser Ziel ist halt irgendwas zwischen, ja, wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen, zwischen 38, 27, irgendwo in dem Bereich. Ja. Das ist schon ein guter Move. Da kann man schon gut spielen und es sollte eigentlich ziemlich schnell dann sein, wenn wir diesen Punkt erreichen. Was ist, wenn wir kein Higher Low machen? Was ist, wenn wir hier einfach von jetzt an hinaufgehen würden? Ja, dafür haben wir unsere Levels. Erstens, der erste Schritt wäre 10,56. Das wäre schon bullish. Der nächste Schritt wäre 11,35. Ja, der wäre auch schon sehr bullish. Und dann haben wir eigentlich nur noch 15 wäre für mich schon zu hoch. Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass wir sowas machen. Ja. Und alles über 17 ist für mich Bestätigung, dass wir kein Higher Low brauchen. Ja. Das kleine Higher Low ist zu klein dafür, ja. Aber wenn wir das hier machen, dann sind wir schon zu hoch. Ja. Ich muss allerdings ehrlich sagen, wenn wir das hier machen, überlege ich mir eine kleine Position zu geben. Ja. Wenn wir plötzlich morgen das hier machen, dann habe ich dieses eine Match hier verloren, weil dann steige ich nicht mehr ein. Ja. Da wären die Calls schon zu sehr hoch gepusht. Da steige ich nicht mehr ein. Dann habe ich es halt verpasst. Ja. Wie gesagt, ich warte auf meine Higher Lows und wenn eine Aktie halt der Meinung ist, sie braucht diesmal keins, dann verpasse ich es halt. Ja. Noch eine Sache, ja gut, dann spielen wir es halt nicht und warten dann auf diesen Pullback. Vorsicht, selbe wie bei Beyond. Ich habe das hier nur so gezeichnet, damit es schön übersichtlich ist. Aber wie bei Beyond sind die Pullbacks extrem langsam und extrem lang. Ja. Ich bin
recht davon überzeugt, ja, komm, müssen wir immer auf die Levels achten, dass wir nach diesem Peak hier ein neues Allzeitlow machen. Warum auch immer, ja. Vielleicht, weil Trump die Zwischenwahlen verliert, was auch immer, scheiß News. Aber das hier kann locker, ja, also ihr müsst euch mal überlegen, der Pullback zu dem hier hat ein Jahr gedauert. Ja. Der Pullback von dem zu unserem Low jetzt 183 Tage. Der Pullback von hier nach hier 183 Tage. Also das kann locker von einem halben Jahr bis zu einem Jahr dauern, dieser Pullback. Ja. Mit auf und ab, auf und ab, auf und ab. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Shortplay ist. Ja, weil wie gesagt, wir haben hier nicht wirklich einen guten Ansatz. Ich meine, man könnte Leaps kaufen. Ja, aber das müssten dann, kein finanzieller Beweis, schon Leaps für 2028 sein, nicht 27. Ja. Aber schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Bevor wir in die Community-Wünsche reingehen, schauen wir uns noch schnell Wix an. Und wir haben ja im letzten Video schon drüber geredet, ja. Bevor wir das machen, schnell, ja, Wix, Volatility Index, ja. Bedeutet Wix nach oben, bedeutet Markt nach unten, Wix nach unten bedeutet Markt nach oben, ja. Und wir schauen uns die Sektion vom August 2024 bis heute an, ja, wo hier unser Hoch wäre, unser Lower High, unser Midpoint. Und ich habe ja letztes Mal gesagt, ich habe keine Ahnung oder ich fühle mich sehr unsicher fürs Buy, ja. Aber mein Haupttracking für Wix ist nach unten. Ja, scheißegal, was für News wir haben. Scheißegal, ob wir jetzt wieder Krieg haben oder nicht oder was auch immer. Wobei das eh witzig ist. Jetzt ist wieder Frieden, obwohl die einen sagen, es ist nicht Frieden, was auch immer. Fürs Haupttracking, es ändert sich in Wix einfach nicht. Ja, ganz ehrlich. Unser Tiefpunkt, wo unser M gestartet hat, das hier ist unser M. Ja? Unser Makro-M war am 25. Dezember. Und damit dieses Makro-M fertig ist, müssen wir unter 13,46 $. Jetzt hatten wir ein paar Hiccups, ja, in den letzten 1-2 Wochen, ja, mit einem kleinen Market Crash. Aber wenn wir dieses M microtracken, dann haben wir hier unser Peak, unser Lower High, unser kleines M vom großen M. Das war hier fertig, ja, auch hier. Um das ganz genau zu zeigen. Hier hat das M gestartet. Hier ist das M fertig, weil hier sind wir niedriger als da, wo es gestartet ist. Sind rauf zu unserer Haupttrendlinie gelaufen, ja, mit dem kleinen Hiccup, das mir ist wirklich bei Wix öfters passiert, muss ich auch ehrlich dazu zugeben, dass ich manchmal Wix zu klein sehe, ja, dass ich zum Beispiel meine, hey, geil, das war unser T, ab jetzt geht's runter, ja. Passiert mir manchmal, ich bin auch nur ein Mensch, ja, dass ich manchmal zu klein tracke. Aber hier an dem Punkt, das war der 29. Juli, sind wir meiner Meinung nach ganz knapp einer Market-Korrektur und einem Market-Crash entgangen. Weil wenn Wix hier weiter raufgelaufen wäre, dann wäre Wix bullish geworden. Und das wäre sau schlecht gewesen. Aber ich habe auch im letzten Video gesagt, ich gehe davon aus, dass wir hier runterneifen werden. Jo. Und das tun wir. Ja. Wenn wir jetzt, oder wenn ich jetzt versuche, das hier Micro zu tracken, wird Wix mich wieder verarschen, weiß ich jetzt schon. Aber machen wir. Ich bin noch immer der Meinung, dass das hier ein Top war. Irgendwo hier drin wird unser Lower High sein. Ich bin der Meinung, dass das hier ein wunderschönes M ist. Also das kleine M vom T. Jetzt stellt sich nur eine einzige Frage. Haben wir das T oder das M schon gemacht oder nicht? Ja? Was meine ich damit? Das kleine M und das T. Im besten bullischen Fall für den Markt, nicht für Wix, haben wir unser Lower High und unser Midpoint schon gemacht. Das Einzige, was uns noch, und vielleicht sogar, wenn man ganz böse ist, das T. Ja, das wäre dann heute, am Montag, heute, ja, gewesen. Das würde bedeuten,
VIX knifed. Ja, wir werden uns jetzt Nasdaq und SPY heute noch anschauen, aber das würde bedeuten VIX knifed, weil wie gesagt, nach einem T kommt ein Knife. Wir haben auch hier wunderschön etwas, was noch immer die ganze Zeit nicht gefüllt worden ist, eine Gap. Und zwar zwischen 13,63 und 14. Würde also dazu passen, dass VIX jetzt plötzlich knifed. Unser Ziel ist auf jeden Fall irgendwas unter 13,40. Wenn VIX das macht, dann kriegen wir eine Bull Rally, die sich gewaschen hat. Ja. Die Alternative dazu ist, und da gibt es zwei. Entweder wir haben T noch nicht gemacht und wir müssen ein bisschen rauf für VIX. Das ist ein kleiner Pullback für SPY und Nasdaq. Irgendwas bei 16,76. Ja, hier. Und dann geht es erst runter. Das wäre noch eine kleiner Pullback für Nasdaq und VIX. Und SPY. Weil ich aber auch ein bisschen lernfähig bin, könnte es sein, was ist, wenn wir M noch nicht gemacht haben. Ja? In dem Fall könnten wir hier noch heraufkommen zu 19. Ja? Wäre, ehrlich gesagt, dasselbe wie das, was wir hier gemacht haben. Ja? Um das absolut klarzustellen. Auch hier hatten wir einen Peak, sind runtergefallen. Ihr seht kurz vor dem Level, wo wir ein neues Low gebrochen hätten und sind hier gebounced. Ja? Das hier war, wenn man sich das anschaut, da war das C, Lower High runtergefallen, rauf, Midpoint, Lower Low T. Ja? Wenn wir das hier genauso machen würden, ja, nehmen wir das zu dem, dann würde das wahrscheinlich so ausschauen. Ja, es wird jetzt nicht ganz genau passen, aber in dem Fall würde es so ausschauen und mit dem Unterschied, dass wir hier noch weiter runter müssen. Das wäre schon eine bisschen größere Korrektur. Ich rede hier nicht von extremen Knives, ja, aber das hier wäre dann schon, die Bull Rally wartet noch ein bisschen auf uns. Ja. Aber im Großen und Ganzen, also ich glaube, ich muss mir nicht einmal mehr Tracking von SPY und so weiter antun. Ja. Ich meine, werde ich noch immer tun, klarerweise. Aber ich glaube, ich track einfach nur noch VIX. Ja, und dann mache ich eben meistens schon so. Das ist das Erste, was ich mir am Tag anschaue. Wie schaut VIX aus? Sind wir heute bullish oder sind wir bearish? Ja, weil es ist einfach nur dumm. Ja, und was meine ich mit, es ist einfach nur dumm? Ihr müsst das so sehen, ich tracke hier den Volatility Index mit einem Fractal, was Vorhersagen ermöglicht. Wenn das ein Supply and Demand Market ist, wie ist das möglich? Wie kann ich einem Volatility Index, der nur dazu da ist, ob Volatility im Markt ist, ob genug Puts und genug Calls und genug Long und genug Shorts gekauft werden, warum kann man das Tracking, wenn es eigentlich zufällig sein sollte? Macht keinen Sinn. Gut, dann schauen wir uns schnell die Nasdaq an. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die Nasdaq besser als SPY. Ja, kommen wir gleich dazu. Hier trotzdem eine bullische, eine bärische Variante. Fangen wir mit der bullischen an. Für die bullische Variante laggt die Nasdaq extrem hinterher. Ja? Und um das klarzustellen, ja, wenn wir uns hier schnell SPY auf die andere Seite legen, auch auf den 30-minütigen Chart. So, hier. Löschen wir das schnell, was ich heute ein bisschen dahin gekritzelt habe. Ja. Dann seht ihr, SPY steht kurz vor dem Bruch vom Allzeithoch. Wirklich kurz. Ja. Da ist nichts mehr, da passt nichts mehr dazwischen fast. Ja. Haben wir heute ein neues Allzeithoch gemacht? Nein, ich glaube nicht. Ja. Oh, wir haben es schon. Okay. SPY hat schon ein neues Allzeithoch heute gemacht. Ja. Bin ich jetzt, wirklich, habe ich das irgendwie verpasst? Nein. Wir haben ein neues Allzeithoch. Na gut, also Nasdaq gleich behind. Nasdaq ist extrem hinterher. Und normalerweise gleichen sich die zwei aus.
Ja. Jetzt muss ich für SPY, bevor wir zur nächsten gehen, aber trotzdem noch mal sagen, äh, ich habe jetzt noch nicht wirklich Zeit darauf verwendet, ja. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das hier tracken würde jetzt gerade. Muss ich ehrlich dazu sagen, ja, macht für mich derzeit keinen Sinn. Ja. Äh, Ich werde dann sicher was finden, aber derzeit macht das keinen Sinn. Nasdaq schaut viel besser aus. Ja. Aber trotzdem, SPY hat ein neues Allzeithoch heute gemacht. Oder in den After Hours, was auch immer. Aber ein neues Allzeithoch. Seht ihr, wie verfickt viel Nasdaq noch dahinterher hinkt? Also ganz ehrlich, auf ein neues Allzeithoch müsste Nasdaq 6% rennen. Das ist Wahnsinn. Und ich meine, das heute war schon ein relativ guter Squeeze. Jetzt die Sache. Wir fangen als erstes mit der bärischen Variante an. Scheißegal, wie viel Sinn sie ergibt oder nicht. Für die bärische Variante, und wir reden hier nur von der normalen bärischen Variante, fehlt uns ein Higher Low. Ganz einfach. In dem Fall müssen wir hier runter. Und dann geht es erst raus. Macht nicht wirklich Sinn. Ja? Aber das wäre die bärische Alternative. In dem Fall würden wir irgendwas entweder hier und zwischen hier und 707 rejecten. Ja? Jetzt, was ich mir nämlich heute aber auch angeschaut habe, ist, auch bei den großen Indizes ist es halt so, dass wir manchmal keine Higher Lows machen. Und was ich letztes Mal schon gezeigt habe, sind diese Bars Pattern hier. Ja? Diese Bars Pattern habe ich von hier. Ja? Und zwar von 25. Oktober bis zum 26. März, wo wir dann angefangen haben, so einen depperten Squeeze hinzulegen. Und wenn man das jetzt ein bisschen zusammenstutscht, dann haben wir fast genau dasselbe gemacht. Ja? Ein bisschen tiefer, hier war es ein bisschen tiefer, hier war es nicht ein bisschen zu hoch, aber von den Landmarks her ist es fast 1:1. Nicht nur von den Landmarks her, auch von den Regeln. Ja? Aber wenn man sich hier anschaut, dann war das hier unser Top. Wir sind runtergeknallt, raufgekommen, haben ein Lower High gemacht. Und dieses Lower High war aber erst hier fertig. Das ist ein extrem riesiges Lower High. Und ich mag das nicht, habe ich im letzten Video schon gesagt. Das bedeutet, um das hier mit den Regeln zu tracken, haben wir hier ein winziges M und ein noch viel kleineres T. Aber wir sind danach gebounced und haben allzeit hochgebrochen. Somit, das war so. Ja, das war so. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben mal wieder unser C, fallen runter, kommen hoch, machen ein Lower High. Dieses Lower High ist aber erst hier fertig geworden. Ja? Bedeutet, wir haben hier schon wieder ein klitzekleines M und ein noch viel kleineres T. Das wäre dasselbe wie hier. Und auch hier haben wir kein Higher Low gemacht, weil das hier war ein Lower Low. Hier sind wir einfach gegappt und haben angefangen zu laufen. Ja. Selbe wie hier. Low und sind angefangen zu laufen. Und nicht nur das. Ja. Wenn man sich jetzt hier das hier anschaut, ihr braucht euch, ich versuche, ja. Legen wir das nebeneinander, weil sonst sieht es wieder keiner. Ja, das ist jetzt mehr es schaut so aus, Tracking. Ja. Hier 30-Minuten-Chart von heute von der Nasdaq. Und hier der 26. April. Wir haben ein Wie. Wir haben ein Wie. Wir rennen nach oben. Wir rennen nach oben. Wir machen einen Pullback. Wir machen einen Pullback. Hier ist es ein Higher High, hier ist es ein Lower High, aber wir haben also wenn wir wieder den gleichen Zyklus machen, und es scheint so, dann ist das hier der nächste Scheiße. Ich möchte vor allem daran erinnern, was für ein Landmark das hier damals war. Das hier damals war April 2026.
Ja. Da haben alle geschrien, wir werden hier hinunterneifen oder zumindest ein Higher Low machen oder zumindest diese Gap hier füllen. Haben alle geschrien. Und ich habe damals gesagt: „Leute, kann sein, aber Vorsicht. Was ist, wenn wir hier plötzlich raufgappen?“ Und das war, glaube ich, ein Freitag. Glaube ich, war es ein Freitag. Und am nächsten Tag, in der nächsten Woche sind wir dann 5% raufgerannt. Wenn wir das jetzt auch machen, wird's einfach lächerlich, ja? Was würde nämlich das bedeuten, ja, wenn wir dasselbe jetzt noch mal machen würde? Was würde das bedeuten? Ähm, Wenn man sich einfach nur das hier anschaut, ja, dann müsste uns das zumindest in die Nähe von 7,25 schießen. Dann könnte es sein, dass wir diese Seitendings machen, aber dann das wäre lächerlich. Das ist der Ein-Stunden-Chart. Das würde uns wirklich in der Art so hinaufschießen. Was könnte jetzt sowas verursachen? Wir hatten jetzt heute Palantir Earnings. Die waren schon verdammt gut. Wir haben lass mich mal kurz nachschauen. Wir haben morgen am Mittwoch SpaceX Earnings. Wir haben morgen am Mittwoch AMD Earnings. Wir haben morgen Job Openings. Ich meine, das sind einfach nur Fundamentaldaten, aber was auch immer, es sind Volatility Targets. Und am Mittwoch PMI. Ich sage jetzt nicht, es ist 100%, ja, aber wir haben zumindest die Volatility im Markt, die das hier veranstalten könnte. Wir haben allerdings, um noch zu klarzustellen, wir haben auch die Volatility, um das jetzt war. Sage ich nur dazu. Ja. Fürs Buy muss ich leider hier sitzen und sagen, ich fühle mich mit dem Tracking nicht wohl. Ja, hat sich nichts geändert. Ja, diese Kerzen sind einfach Kacke. Und generell schaut das hier scheiße aus. Aber wir haben Allzeithoch heute gebrochen. Das bedeutet für mich aber auch, ja, wenn man das hier microtrackt, das hat noch gut funktioniert. Ja, das wäre unser klein a gewesen. Das klein b, wie wir es gewohnt sind, bei SPY, verschwindet in einer Gap. Ja, das haben wir schon oft genug gesehen, dass wir hier keinen 0.5 Pullback bekommen. Ja, also wenn Nasdaq das macht, würde ich davon ausgehen, unser nächstes Ziel ist 87. Warum? Weil das ein Breakout-Retest und eine 0.5 wäre. Ne? Und das sind 3% machbar in 3 Tagen, in 1, 2 Wochen. Wäre bescheuert. Ja? Aber trotzdem für SPY fühle ich mich nicht wohl. Aber wenn wir uns jetzt auch noch IWM anschauen, sagt's mir, dass das hier bärisch ausschaut. Ich sehe es einfach nicht. Ja? Und IWM hat vor allem diese Eigenart, das sieht man hier wunderschön. Wir machen unser Wie. Wir machen ein Higher Low. Wir machen den Ausbruch. Und eigentlich gibt es hier keine großen Pullbacks. Dann kommen wir in die nächste Wedge. Machen unser Wie. Machen Higher Low. Gap. Ausbruch. Und erst, wenn wir unser A gemacht haben, was über Allzeithoch liegt, ja, dann machen wir einen Breakout-Retest von der vorigen Wedge und einem fast 0.5 Pullback. Wenn wir uns jetzt das hier anschauen, dann haben wir ein Wie, ein wunderschönes High Low, eine Gap. Also ganz ehrlich, steht uns für IWM jetzt wieder das hier bevor? Würde zu Nasdaq und zu SPY passen. Ja? Somit, ich kann mich hier absolut katastrophal irren, aber für mich ist das derzeit nicht bärisch. Auch wenn jeder schreit, alles geht für geht in Arsch. Ist für mich nicht bärisch.
Jetzt ganz schnell, weil wir sind schon fast bei einer Stunde, zu den Community Wishes. Als erstes Nike. Und für Nike, ich muss ehrlich sagen, das sind so diese typischen Stocks, die ich nicht wirklich mag. Ja? Und zwar ganz einfach, weil es sind einfach Stocks, die nur in einem Uptrend sind. Ja? Wir haben hier keine FIBs. Man kann versuchen, es zu microtracken, ja, aber im Großen und Ganzen hilft einem das nicht. Wenn man Nike das tracken will, dann wäre das hier unten in 1984 unser V, wahrscheinlich wäre das unser Higher Low. Der nächste größere Pullback war hier, das war unser A, und zwar 1997. Es ist aber kein Pullback von irgendwas. Ja. Und im größten Fall, im besten Fall wäre das hier unser B, aber auch hier, ich bin der Meinung, wir werden hier keinen Point 5 Pullback machen. Ja. Ähm, Man könnte hier mit Trendlinien arbeiten. Ja. In dem Fall wäre es dasselbe wie beim A, da sind wir hier durchgebrochen. Ja. Wenn man das jetzt so mit den meisten Trendlinien macht, dann wären wir hier durchgebrochen. Oder man macht es dann so, aber es hilft halt nicht. Ja. Das sind so typische Stocks oder bei manchen ETFs. Ja. Da wird euch die fraktale Methode nicht helfen. Wird sie nicht, weil wenn es keine gescheiten FIBs gibt und keine gescheiten Pullbacks, dann wird sie euch nicht helfen. Wir könnten jetzt das hier, den Peak, ja, von 2021 ein bisschen microtracken, ja, dann wäre hier unser Top, hier wäre unser C, das wäre unser M und im besten Fall ist das hier unser T. Und wenn wir das hier microtracken, dann sollten wir uns jetzt dem V annähern. Bestätigung, dass das hier schon unser W ist halt ein Higher Low, was hält. Nicht so ein kleines Scheißding hier, sondern wirklich ein recht größeres Higher Low, was hält. Ja, und danach wird Nike halt wieder weiter raufgehen. Ja, für Bestätigungslevels wäre 67, also wenn wir kein Higher Low machen, schon bullish. Absolute Bestätigung, kein finanzieller Advice, für mich wäre 77. Alles über 77 und das Ding geht noch. Ja. Wenn wir jetzt noch schauen, haben wir früher Higher Lows gemacht. Dieses kleine Scheißding hier drin. Schauen wir mal auf den 24-stündigen Chart. Wo ist unser A? Das sehen wir wieder nicht, weil es zu kurz ist. Genau, auf dem 2-tägigen Chart. Ja, nein. Ja, es war ein Lower Low. Also Nike macht eigentlich keine Higher Lows. Ja? Also keine kleinen. Ja, hier wäre wieder ein Higher Low. Ich würde sagen, wir arbeiten hier einfach mit Levels. Ja? Alles, wie gesagt, über 67 wäre bullish. Alles über 77 wäre bullish. Haben wir Levels nach unten? Naja, wenn wir jetzt mit FIBs arbeiten wollen, dann könnte das locker bis runter zu 20 gehen. Ja? 20 und 11. Wenn ihr wirklich einen absoluten Crash sehen wollt, alles unter $6 wäre zu niedrig. Ja? Dann ist unser Ziel $2. Aber wie gesagt, ja, muss ich ehrlich sagen, ich mag solche Stocks nicht, weil ich kann hier wirklich, muss ich sagen, im besten Gewissen die Fractal-Methode nicht anwenden. Das ist ein Punkt, wo ich sie nicht anwenden kann, weil es nichts zum Tracken gibt. Weil etwas, was einfach nur aufgeht, kann man nicht tracken. Oder etwas, was nur runtergeht, wie FFI. Nächstes ist HTZ. Und HTZ, ich meine, ich habe das schon, ich weiß nicht, ich glaube 2021, 20 habe ich das irgendwann mal damals getrackt. Ja, es war ein 2021er Squeeze Play, aber das ist so ein anderes Negativbeispiel. Wir haben hier Pullbacks, aber, und es ist auch eine ältere Company, weil 2007, aber das Negativbeispiel hier ist, wir sind in einem verfickten Channel. Ja? Ich werde trotzdem versuchen, das mit euch zu microtracken. Ja? Also hier ist unser Allzeithoch. Ja?
Könnte jetzt C sein. Das Problem ist, was ist, wenn hier erst das M wäre? Ja? Dann sind wir runtergefallen. Hier ist unser Allzeitlow im Mai. Ja? Mai 2020. Das hier ist eindeutig ein Higher Low, aber ein schieres. Ja? Weil das M und das T müssen irgendwo in diesem Knife sein. Ja? Aber trotzdem, das wäre unser Higher Low, das wäre unser V. Was haben wir bis jetzt gemacht? Wir sind fast raufgelaufen zum C und sitzen jetzt gerade hier zwischen der 618 und der 786. Wir haben hier, haben wir Splits gehabt in diesem Stock? Ich glaube, wir hatten keine Splits zu diesem Stock. Das ist ein Vorteil. Ja, somit wäre noch alles möglich. Wir haben 340 Millionen Aktien. Das ist auch ein sehr guter Float. Deswegen habt ihr mich das gefragt. Okay. Earnings haben wir in 2 Tagen. Und zwar am 6. August. Jetzt schauen wir noch schnell, was sind die normalen Earnings. Hier hatten wir ein Knife, hier war gar nichts, hier war ein Knife, hier war ein Knife, hier war ein Squeeze. Und da haben wir nichts. Downtrend. Ja Gott, das ist ziemlich gemischt. Da seht ihr, die Earnings in der Zeit, in den letzten Jahren, haben eigentlich gar nichts gemacht. Wenn wir jetzt dieses Higher Low tracken, dann haben wir hier unser C, unser L. Unser M. M wäre fertig. Also fürs bullische Tracking würde ich sagen, es würde eine Chance bestehen, dass wir was Dummes tun. Ob schnell oder langsam. Bei dem hin und her werden wir sehen. Dann wäre das hier unser T. Und danach müssten wir hier noch runter, nur damit das hier ein Higher Low ist. Ja. Oder aber, und das sei auch dazu gesagt, es wäre dasselbe wie hier. Weil wenn das hier unser Higher Low ist, im Prinzip machen wir es schön gestaffelt. Ja. Bullische Variante wäre, wir kommen hier hoch. Ja. Ich würde sagen, irgendwas zwischen 5,72. Und dann brauchen wir noch einen Pullback zu 1,1. Ja. Was wir hoffentlich halten als Higher Low. Ja. Und dann können wir weiter tracken. Die bärische Alternative zu dem Ganzen wäre, wir wiederholen gerade dieses Muster hier. Ja, weil auch in dem Fall sind wir nach oben geschossen, sind dann hier runtergefallen, sind nochmal hochgekommen, hier, machen die ganze Zeit Lower Highs, fallen hier runter und machen einen letzten Peak, bevor wir das Knife bekommen. Und hier gab es kein T-Landmark. Also das T-Landmark wird irgendwo in diesem Bereich hier gewesen sein. In dem Fall, muss ich ehrlich sagen, besteht doch eine hohe Wahrscheinlichkeit. Das war kein Higher Low. Das war ein doppelter Boden. Ja. Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei den Earnings plötzlich das hier machen. Und dann wieder bouncen. Ja. Die Sache ist die, es schaut recht interessant aus mit seinen Ups, also mit seinen Hoch und Runters, aber also für mich persönlich, ich werde die Finger davon lassen. Ja. Für Levels werde ich euch nicht wirklich helfen können. Ich meine, klarerweise kann man sagen, jo, alles über 5,73 Ole. Ja, wobei die Gefahr besteht, dass wir hier rejecten. Ja, und nach unten. Ihr seht es selber. Ja. Es gibt hier nichts. Ja. Letzte Chance für ein Higher Low, würde ich sagen, wäre bei 95 Cent. Andernfalls geht es weiter runter und dann ist die Frage, machen wir einen Triple Boden? Es ist ein grauenhaftes Fractal. Ja. Somit, ich werde die Finger davon lassen. Sag ich nur. Ja.
Gut, eine letzte Sache, weil gefragt worden ist. Ähm, Almonty Industries. Ich hoffe, das ist das Richtige. Ja. Ähm, auf der Nasdaq. Was ich mitbekommen habe, ist es eine Ölfirma, falls ich nicht falsch liege. Engages in Mining, Shipping, Tungsten. Tungsten, okay. Also Wolfram, ja, und nicht Öl. Ja, weil ich habe mich vorher ein bisschen täuschen lassen, weil da wieder mal die bescheuerten News mit Öl sinkt und die Nasdaq rennt, bla bla bla. Ja, also es ist eine Wolfram-Firma, Mining-Firma. Ich muss ehrlich dazu sagen, wenn ich das hier tracke, dann war hier 2017 unser V. Wirklich viel Volume hat dieses Teil auch nicht unbedingt, würde ich sagen, oder? Haben wir viel Volume drauf? Nee, nicht wirklich viel Volume. Shares haben wir eigentlich 213. Dafür ist dieses Volume wirklich lächerlich. Ähm, fürs Tracking wäre das hier, Juli 2017 unser V. Ein wunderschönes High Low. Ein ziemlich großes A, ja, weil das hier wäre unser A mit einem recht guten 618 Pullback. Das ist toll. Wir hatten nie ein B. Ja. Im besten Fall hatten wir nie ein B. Das sage ich auch gleich dazu. Die bullische Variante wäre, dass das hier erst unser B-Peak ist. Das würde bedeuten, unser Ziel ist irgendwas bei 3,30. Ja? Wenn wir sowas ähnliches machen wie A, dann wird das hier eine Zeit dauern. Ja? Der A-Pullback hat vom Peak bis zum Boden 849 Tage gedauert. Ja? Ich meine, es schaut so aus, als wären wir jetzt ein bisschen schneller. Ja, weil das ist doch relativ schnell. Ja. Jetzt könnte man sagen, das war es hier auch. Ja. Wir haben sogar die gleiche Formation, wo wir raufgehen, als erstes dieses kleine Peak machen und hinunterneifen und dann erst das Hoch machen für unser A. Hier wäre dasselbe wie hier. Ja. Also, wenn wir ganz böse sind, dann wären wir erst hier, ja, und müssten trotzdem noch die nächsten Jahre runtergehen. Für B haben wir halt den 0,5 Pullback, das wäre 3,32. Ja. Im schlechtesten Fall 2,05, 2,04. Ja, irgendwas in der Richtung. Was wir nicht brechen dürfen, ist klarerweise $1. Ja. Aber deswegen sage ich, im besten Fall, ja, ist das hier ein B-Peak. Weil wenn unser B irgendwo hier drin ist, dann war das hier ein C. Dann ist unser nächstes Level hier unten bei 47 Cent, meiner Meinung nach. Kein finanzieller Advice. Ja. Aber auch das ist ein grauslicher Chart. Warum? Weil wir hatten unseren Run eigentlich schon. Und die Pullbacks hier sind extrem langsam eigentlich. Es ist, was ich gelesen habe, jetzt eine koreanische Wolfram-Firma. Naja, und der koreanische oder der asiatische Markt steht kurz vorm Crash und ist schon am Crashen. Ja, weil wenn man sich Kospi anschaut, ja, das habe ich ja letztes Mal schon gezeigt, ja, Kospi ist seit 18. Juni diesen Jahres, jetzt gib mir das, 43% unten. Und wie schon im letzten Video gesagt, hier ist die Behörde oder die Regierung eingeschritten mit immens viel Geld und hat es nicht einmal geschafft, mit diesen Trillionen an Geld diesen Downtrend zu brechen. Haben sie nicht geschafft. Ich bin der Meinung, dieses Ding ist noch nicht fertig. Ja? Es wird vielleicht jetzt noch ein bisschen raufgehen, wenn überhaupt, und dann geht es noch weiter runter. Das war es meiner Meinung nach noch nicht. Ja? Wenn das allerdings, das wirkt sich halt auf in dem Fall, bei so einem Crash, würde ich sagen, wirkt sich das auf sehr viel aus. Ja, im asiatischen Raum. Das könnte der Grund sein, warum auch Alm so ein schlechtes Tracking jetzt gerade hat. Weil, das könnte man sogar Seite zur Seite, also Seite an Seite legen. Ja. Gehen wir hier auf den 1-Stunden-Chart. Wenn man das könnte man vielleicht sogar ja, auf den 4-Stunden-Chart, damit es wunderschön passt. So. Ja. Sieht man sogar.
Ja? Diese Firma bewegt sich mit Kospi. Mit dem einzigen Unterschied, die haben noch den Pullback, fängt Kospi erst an. Ja? Aber die bewegen sich mit Kospi. Das war einfach die Rallye im asiatischen Markt für die 300%. Dasselbe wie hier mit den 4000%. Ja? Aber es ist dieselbe Geschichte. Das bedeutet, auch der Bounce hier, ja, sieht man wunderschön. Für allem würde ich einfach sagen, beobachtet Kospi. Ja. Wenn Kospi, und Kospi läuft ja, ich weiß nicht genau, wann es läuft. Es läuft vor der amerikanischen Börse oder danach. Wenn ihr bei Kospi das hier seht, seid verdammt vorsichtig mit allem. Ja. Weil das könnte der nächste Katalyst sein, dass dieses Ding so umdreht. Klarerweise, ja, wenn wir hier keinen 0.5 Pullback machen, könnte man das natürlich auch anders sehen. Kein finanzieller Advice. Wenn Kospi plötzlich das hier macht, könnte man vielleicht hier auch long gehen. Ja, ich würde diese zwei wirklich miteinander beobachten. Vielleicht ist es was. Gut, und war ja jetzt wirklich schon ein verdammt langes Video. Wieder mal für den kompletten Rest. Es hat sich wirklich nichts wirklich geändert. Ich glaube noch immer, wir könnten einen sehr guten Bounce, ich meine, wir sehen einen guten Bounce an Tesla, einen guten Run an Tesla sehen. AMC und Xiaomi werden wir jetzt diese Woche sehen, was sie machen. Beyond werden wir sehen, was sie diese Woche machen. Und der ganze Rest, keiner hat Levels gebrochen, weder nach oben oder nach unten. Ja. Alle haben einen ziemlich guten Bounce bekommen, was ist klar ist, wenn SPY und Nasdaq squeezen. Somit das alte Tracking bleibt, wie es ist. Für alles. Und für GameStop, ja, wir haben unsere Varianten. Und für AMC auch. Somit schauen wir. Gut. Sorry, war heute ein längeres Video. Aber ich habe ja dafür am Sonntag eins gemacht. Okay. Wie immer, Playlist hier, Tutorial hier, große Roadmap mit meinen Price Targets, kein finanzieller Advice dahinter. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, gibt es mein Abo. Und wir sehen uns. Eine Sache noch. Dieses Mal, ich habe am Freitag keine Zeit. Deswegen, ich werde das nächste Update am Donnerstag hochladen. Und dann schauen wir einfach, ob sich am Freitag was ändert. Wir sehen uns.